Willkommen zurück heute zu einem Roadmap-Update-Video. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode, erkläre wieder dazu, wie immer später. Und hier auf der Seite seht ihr, über welche Aktien wir heute reden werden. Und zwar sind das unsere Hauptaktien und heute von wirklich vorne bis hinten mit allen Alternativ, Preiszielen und so weiter und so fort. Gut, dann springen wir gleich rein in EMC. Und wie gesagt, heute die ganze Geschichte, damit wir ein schönes, aktualisiertes Roadmap-Video mal wieder haben. Gut, im Vorhinein für die Neuankömmlinge einfach nur kurze Zusammenfassung. Was uns bei diesem Channel hier nicht interessiert, sind erstens Fundamentals. Wer kauft, wer verkauft was, wer shortet was, News, Manipulation und dieser ganze Bullshit. Wir haben oft, oder ich habe oft genug gezeigt auf diesem Kanal, dass es scheißegal ist. Das Einzige, was uns hier interessiert, ist der Chart. Ja? Alles andere und das Fractal, alles andere ist einfach nur Geräusch. Ja? Und ich versuche niemanden zu überzeugen. Ja? Ich zeige einfach nur, wie mein Tracking ist. Gut, für AMC selber, einmal komplett ohne Fractal, sieht man, es ist in einem wunderschönen Megaphone-Pattern. Ja? Und dazu sei auch gleich gesagt, ihr seht euch diese Haupttrendlinie hier von unserem Squeeze 2021 bis heute. Wir müssen diese durchbrechen. Das ist das Einzige, was AMC rettet. Sollten wir das nicht tun, wird dieser Chart nie gefixt und AMC geht bankrott. Dazu ein bisschen später. Ob es jetzt ein Ein-Part-Squeeze oder ein Zwei-Part-Squeeze wird oder wie auch immer man das nennt. Squeezes, ich mag das Wort Squeeze nicht, weil, wie gesagt, auch 2021 ist eigentlich keiner gestorben an dem Squeeze. Und wie wir jetzt auch wissen, es wurde keine einzige Short-Position geschlossen. Ja? Für mich sind all diese Run-Ups keine Squeezes, sondern man kann sie Chat-Tests nennen oder einfach nur Runs. Ja? Short Squeezes ist einfach nur ein Term. Ja? Bezüglich Ein-Part-Squeeze oder Zwei-Part-Squeeze, ich bin einer von denjenigen, die auf einen Zwei-Part-Squeeze beharren. Ja? Ganz einfach deswegen, weil ich tracke 2021. Ja? Und da hatten wir einen Zwei-Part-Squeeze. Ja? Ein Ein-Part-Squeeze würde bedeuten, wir schießen in einer Tour über Allzeithoch, über 400. Wenn wir das machen, freue ich mich. Ole, so wie jeder andere auch, wahrscheinlich. Ja? Ich tracke es allerdings als ein Ein-Part-Squeeze. Und wenn wir uns 2021 anschauen, auf dem 24-Stunden-Chart, und zwar mit After Hours on, was sehen wir hier? Ja? Also, als erstes haben wir unsere Haupttrendlinie. Das ist die hier. Die vergleiche ich auch irrsinnig gerne oder die verwende ich auch hier, die grüne Linie. Wir sind 2021 ausgebrochen, haben unser A oder B gemacht. Ja. Muss man sich schauen, wenn das hier nicht A ist, dann war A irgendwo hier drunter und das wäre halt unser B. Es kommt aber aufs Gleiche hinaus. Ja. Und dann haben wir einen Retest von dieser Trendlinie gemacht. Und weil Trendlinien immer so gezeichnet werden können, wie es der Zeichner halt gerne hätte, ja, nehmen wir auch unsere FIB zustande von unserem Low rauf zu unserem A. Dann seht ihr, wir sind zu einem 618 FIB Pullback gegangen. Bam. Und sind gebounced. Und danach haben wir ungefähr 104 Tage gewartet, bis wir den zweiten Squeeze, Chat-Test, Run, wie auch immer ihr es nennen wollt, gemacht haben. Gut. Und danach hatten wir unser Low High, unser Midpunkt, unseren Split und unser Mega Dilution mit Ape. 2024 ja, war dann unser T, unser Last Time to Sell. Und seit 2024 haben wir unser Allzeit-Low gesucht. Für die bullische Variante, und ja, es gibt für jeden unserer Stocks immer eine Alternative, ja, das sollte auch klar sein, und No-No-Lines.
Wenn wir No-Low-Lines brechen, ist es scheißegal, wie gut etwas ausschaut. Dann wechselt das Fractal von der einen Version in die Alternative. Ob das jetzt die bearische oder die bullische ist, kommt darauf an, was wir tracken. Für die bullische Variante war das hier unser Low. Ja, vergleichbar mit hier Jänner 2021. Und bevor wir hier ins Micro-Tracking reingehen, was wäre unser nächster Run? Unser A. Können wir irgendwie herausfinden, wie hoch dieses A laufen sollte, wenn wir 2021 machen? Ja, wir nehmen wieder unsere FIB und schauen, wie hoch müssten wir gehen, damit, wenn wir zurückfallen, erstens diese Trendlinie hier wieder retesten und zweitens, wo diese Trendlinie die 618 FIB hier berührt. In dem Fall wäre das 105, 103. Ja. Jetzt kann man das natürlich, weil es natürlich nicht 1:1 sein muss, ein bisschen runterschieben, vielleicht sogar ein bisschen raufschieben. Ja. Für mich, damit der Chart gefixt wird, müssen wir erstens über die grüne Linie und zweitens, in meiner Meinung nach, sollte es irgendwas zwischen 76 und 150 liegen. Damit wir das schön markieren. Irgendwo hier sollte uns unser erster Part hinschießen. Ne? Dann werden wir ein Instant Pullback bekommen. Wie lange das dauert? 2021 hat dieses ganze Ding von unserem Squeeze, und zwar von hier, dazu kommen wir noch, von Jänner den 15. 13 Tage gedauert. Also 2 Wochen. Ja. Ob das jetzt genauso lange dauert, müssen wir sehen. Hängt vom Volumen ab. Haben wir extrem hohes Volumen, geht schneller, reduziert sich das Volumen ein bisschen, wird es ein bisschen langsamer. Dann fallen wir runter. Ja? Falls wir das so 1:1 machen, ist unser Pullback-Target dann wieder 5 bis 6 Dollar. Irgendwo hier. Und wenn wir das machen, ist es für mich die Bestätigung, dass wir einen 2-Part-Squeeze machen. Das bedeutet, wir werden diese Sektion hier wiederholen. Ja? Sollten wir das jetzt August, September, Oktober machen, dazu kommen wir im Micro-Tracking, dann wird dieser zweite Part nächstes Jahr sein. Ja? Gute Kandidaten dafür sind Jänner, Mai, weil im Jänner, Mai normalerweise was passiert. Ja? Ja, und dann höchstwahrscheinlich werden wir das hier wieder wiederholen. Aber in dem Fall wäre EMC gerettet. Ja? Bevor wir ins Micro-Tracking reingehen, die Alternative dazu. Ja? Die Alternative dazu ist, erstens, das war's schon für dieses Jahr. Wir checkten, wo wir jetzt gerade sind und werden bis Ende des Jahres runterfallen und ein neues Allzeit-Low machen. Das wäre die erste bärische Variante. Oder wir bekommen jetzt noch etwas hier hinauf. Wir checkten aber diese Trendlinie. Auch in dem Fall werden wir bis Ende des Jahres, in dem Fall wäre es irgendwas so bei 7 Dollar, ein neues Allzeit-Low finden. Das wirkliche Problem bei diesen zwei Varianten ist, erstens, fundamentally macht es keinen Sinn. Ich bin da eurer Meinung, es wird alles besser, Box Office wird immer größer, AMC zahlt Schulden ab, es wird besser. Nur, wir haben das jetzt schon bei FFI, Beyond, FLNA, GNS und bei vielen anderen gesehen, ja, dass wenn wir Levels nach unten brechen, zu den Levels kommen wir noch, ist es scheißegal, wie die Wirklichkeit ausschaut. Ihr braucht euch zum Beispiel nur Apple anschauen. Perfekte Earnings, das größte Knife in der Geschichte dieses Jahr. Ja, oder AMD, schöne Earnings. Knife. Oder Adobe, macht seit Jahrzehnten nur grüne Earnings und geht seit Jahrzehnten runter. Dem Fractal und dem Stock ist es scheißegal, was Adam Aron oder jeglicher anderer bei den Earnings sagt. Es ist ihnen auch scheißegal, ob sie rentabel sind oder nicht. Es ist wurscht. Ja? Nur meine Meinung. Aber das Problematische ist, es kommt darauf an, wenn wir die bärische Variante machen,
wie tief wir fallen. Ja? Wenn wir nur ein kleines Lower Low machen, ja, sagen wir 80 bis 70, wird wahrscheinlich nichts passieren. Wenn wir allerdings 50, 40, 30, 20 Cent machen, glaube ich, dass ich euch garantieren kann, dass wir einen nächsten Reverse Split machen. Und sollten wir einen nächsten Reverse Split machen, dann ist das Todesurteil für AMC. Es ist scheißegal, ob es ein 1:10, 1:50 ist. Ja? In dem Fall, wir haben das bei FFI gesehen, alles, was über der grünen Linie nach dem zweiten Reverse Split ist, werden wir nie wieder erreichen. Das bedeutet, wir werden, bis AMC bei 0 steht, diese Trendlinie küssen. Und das war's. Deswegen ist meiner Meinung nach dieser Push hier muss positiv sein. Das ist die letzte Chance für AMC, ja, dass wir den Chart fixen und dass AMC gerettet wird. Ja? Gut, dann gehen wir jetzt einmal zum Microtracking. So, von hier an, von März 2026 bis hier, das ganze Stück, war unser Tracking eigentlich perfekt. Auch dieser Pullback hier mit 2 Ausnahmen, die ich absolut gestehen muss. Ja? Ich habe erwartet, dass wir ein High Low hier machen. Ich habe erwartet, dass wir ein High Low hier machen. Für die Leute, die es nicht wissen, was ist ein High Low? Ein High Low wäre sowas. Ja? Tiefer. Ja? Weil wir das 2021 auch gemacht haben. Und beide Male hat mich vor allem AMC dieses Jahr verarscht, weil wir es nicht gemacht haben. Aber der Rest war schön akkurat. Bevor wir zu den Vergleichen gehen, als erstes, was wir jetzt machen. Erstens, wir haben unsere 3-Dollar-Marke hier gebrochen. Das ist was verdammt Bullisches. Ja? Auch wenn wir hier den Pullback machen. Ja? Kupft wie katscht, das ist bullish, weil normalerweise in den letzten 6 Jahren, wo wir im Downtrend waren, haben wir im August oder Juni, Juli nicht mehr ein Higher Low gemacht, ein Higher High gemacht. Wir haben immer nur ein Lower Highs gemacht. Das ist bullish. Gut, jetzt für diesen kleinen Pullback hier. Wir haben ja eine wunderschön bullische Variante und eine nicht so schlimme bärische Variante. Die typisch bullische Variante ist, ich mag dieses Wie hier noch immer nicht. Ja? Ich möchte eigentlich solche Wies sehen. Ja? Solche. Also eindeutige Wies. Nach unten kneifen, bouncen und nach oben. Ja? Das da ist, weiß ich nicht, ein Wie, was zu viele Hamburgers gefuttert hat. Ja, es ist Blatt. Aber sei geschenkt. Das, was wir jetzt heute am Freitag gemacht haben und gestern, wir sitzen jetzt gerade perfekt bei der 0,618. Ja. Wir sind über unserem T, wir sind über unserem M. Es wäre eigentlich von den Regeln her perfekt, wenn das jetzt unser kleines A wäre. Was würde das bedeuten? Entweder wir bekommen einen massiven Run nächste Woche Montag. Ja? Kommen wir gleich dazu, was das sein könnte. Oder wir machen noch immer die langsame Variante. Das wäre unser B über M. Und dann sollten wir langsam was Großes sehen. Nur wie immer, wenn wir am Montag keinen, sagen wir, 200-prozentigen Run oder ein Gap-Up sehen, dann werden wir den Rest der Woche entweder langsam hinauflaufen oder ein bisschen schneller, 20-50% sind auch okay, aber wir werden keine Squeezes mehr sehen. AMC squeezed immer Montag, freitags. Also entweder wir sehen am Montag was Großes oder für die bullische Variante machen wir das die ganze nächste Woche. Ja. Das wäre die absolut bullische Variante. Leider gibt es auch eine bärische, ja, aber keine Es ist vorbei Variante. Die bärische Variante ist,
dass das hier, eben weil wir noch nicht hochgelaufen sind, erst unser M ist. Und zwar das M von diesem Pullback hier. Ja? Vergleichbar ist das mit dieser Kerze hier. Vergleichbar ist das mit dieser Kerze hier. Vergleichbar ist das mit dieser Kerze hier. Und vergleichbar ist das mit dieser Kerze hier. Ja? Wir sehen das immer wieder. Das fehlt uns derzeit ein bisschen. Das heißt jetzt nicht, dass wir das machen müssen. Ja? Ich würde nur sagen, wenn wir jetzt noch weiter runterfallen, also wenn wir unter 2,44 fallen, wird es wahrscheinlich das sein. Ja? Natürlich, nur um das klarzustellen, wir könnten sagen, das ist unser Higher Low. Ja, solange wir hier drüber bleiben, ole. Ich muss halt dazu sagen, wir haben jetzt das ganze Jahr 2026 keine Higher Lows gemacht. Warum sollten wir gerade jetzt anfangen? Ja. Wenn das unser M ist, ja, wenn das hier wirklich unser M ist, was passiert als nächstes? Ja, wir suchen dann, hier seht ihr es, ein Lower Low. Ja, irgendwo in diesem Bereich hier. Irgendwo hier. Suchen wir dann unser echtes Wie. Und dann können wir wieder hinaufgehen. Ja? Eins sei allerdings dazu gesagt, wenn das hier erst unser M ist für mich persönlich ziemlich klar, August ist vorbei. Ja? Das nächste Mal, wo wir dann vielleicht über $3 rennen würden, ist nicht mehr August. Also das ist dann vielleicht September. Ja? Kommt drauf an, wie schnell wir sind. Ja? Wenn das erst M ist, dann sind wir verflucht langsam unterwegs. Bevor wir wieder zu den Vergleichen kommen, unsere Levels, die wir brechen müssen und nicht brechen dürfen. Nummer 1, wir wollen wieder über 3. Ja? Sollten wir hier, egal was wir machen, ja? Also wenn wir jetzt das hier machen oder wenn wir das hier machen, ja? Über diesem Level, und wir sind meiner Meinung nach fürs erste Mal wirklich safe und könnten wirklich was Großes sehen. Sollten wir tiefer fallen als 2,12, wäre das erste Zeichen von Bearish. Es ist noch nicht vorbei, aber es wäre das erste Zeichen von Bearish, weil ich möchte nicht unter den B-Boden fallen. Sollten wir das trotzdem tun, ja, und ich irgendwie verhindert sein und kein Update machen kann, ja. Wir werden hier bouncen, egal ob wir bearish sind oder nicht. Dann ist es allerdings wie immer essentiell, dass wir danach auch $3 brechen. Sollten wir hier ein Lower High machen, dann war das Peak von 2026. Und wir laufen Richtung Allzeit Low. Ja. Das wäre hier der Bruch von 2,12, wäre das erste Anzeichen, dass man vorsichtig sein muss. Was auf jeden Fall für mich eine Linie ist, die wir nicht brechen dürfen, ist 1,60. 1,60, und ich bin mir so sicher, dass ich raus bin aus jeglicher Position. Ja. Sollte er allerdings erst später kommen, da hätten wir schon das Lower High. Da durchzubrechen wäre dann M und so weiter geht es zum Allzeit Low. Das ist eine No-Go-Linie. Warum? Weil wir das 2021 nicht gemacht haben und 2024 nicht gemacht haben. Bis auf den Punkt, wo wir einfach zu einem neuen Allzeit Low gelaufen sind. Das geht gar nicht. Ja? Gut, jetzt kommen wir noch schnell zu den Vergleichen von 2021. So, wie immer, beide Charts, eine Stunde, linke Seite heute, rechte Seite 2021, und zwar vom 5. Jänner bis zum 15. Jänner. Und ich bin noch immer der Meinung, dass wir genau hier leider noch immer in der ersten Kerze sitzen. Ja, vielleicht sitzen wir jetzt schon hier in der zweiten Kerze,
aber wir sitzen meiner Meinung nach nicht in der dritten. Ja? Ihr seht, wir haben hier unser wunderschönes wie, Hallo, A, B, C, unser Peak, wie, kein Hallo, A, B, C, Pullback, Pullback, sind draufgelaufen, haben auch hier kein Hallo gemacht, weil AMC dieses Jahr mich nicht mag. Wir sind aber über $3 gelaufen. Wir sind über $3 gelaufen. Ja, klarerweise damals waren es 12. Pre-Split waren es viel weniger, aber das wäre die Kerze. Und direkt nach dem Bruch sind wir sofort wieder zurückgefallen. Direkt nach dem Bruch sind wir sofort zurückgefallen. Die zweite Kerze hier macht gar nichts. Ja? Zweite Kerze hier macht gar nichts. Die dritte bricht allerdings über die erste. Und wenn wir das wirklich 1:1 machen, scheißegal, was wir hier drinnen machen, würde uns die dritte Kerze irgendwas zwischen 4, 5, $6 aufschießen. Dann würden wir allerdings noch immer einen Pullback bekommen. Das wäre Kerze Nummer 4, 5 und 6. Und dann gäbe es die Gap. Es kommt jetzt aufs Volumen an, es kommt darauf an, ob wir das 1:1 machen. Aber, sage ich auch dazu, wenn der Scheiß jetzt wirklich schon so lange dauert, ja, und wir wirklich noch den Mist machen müssen, dann wird September auch futsch sein. Ich meine, okay, wir bekommen dann auf jeden Fall eine Kerze, die uns über 3, 5, vielleicht $6 schießt. Aber der große Squeeze wartet dann noch immer drauf. Ja? Müssen wir schauen. An dem Punkt, mit extrem viel Volume, sollten wir dann gappen. Wäre dieser Gap dann der erste Part oder der Ein-Part-Squeeze? Ja, und das kommt darauf an, wie viel Volumen wir bekommen. Weil, was kam nach Jänner 15? Nach Jänner 15 kam noch der Jänner 20 bis zum Jänner 22. Und das, meiner Meinung nach, kann uns keiner beantworten, ob wir den Scheiß hier auch machen müssen oder nicht. Ich glaube, das hängt vom Volumen ab. Meiner Meinung nach, jeder, der euch erzählt, nein, müssen wir 100%ig nicht. Schaut euch einfach das Tracking an, was er bis jetzt gesagt hat oder sie. Wie oft er richtig lag. Ja. Meiner Meinung nach ist es nicht ausgeschlossen, dass wir das hier noch machen müssen. Wenn wir das noch machen müssen, dann wird uns das wahrscheinlich zu 7 raufschießen. Ja, irgendwo in diese Richtung hier. Dann machen wir diesen Pullback. Und dann geht's los. Allerdings hier auch eindeutig klar gesagt, wenn wir das machen, gehe ich davon aus, dass dieser Punkt hier wahrscheinlich Dezember oder Jänner sein wird. Ja, also wenn wir diesen Scheiß machen, dann ist das hier Jänner, Mai. Ja, wird länger dauern. Ja. Müssen wir leider abwarten. Ja. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich bin bullish, ja, solange wir 1,60 nicht brechen, solange wir hier kein Lower High machen und solange wir 2,12 nicht brechen. Ja. Mit der Zeit, tja, also wir warten jetzt schon 6 Jahre. Ja. Es schaut immer besser aus. AMC wurde sogar geupgradet. Ja. Nur, ich sage auch eins absolut dazu, ja, falls ich diskutiere gerne. Ja. Aber falls mir jetzt wieder einer kommt, nein, die bärische Variante ist unmöglich, weil alles ist besser. Ich sag nur dazu, wir haben Spider-Man, bricht alle Rekorde. Wir hatten die besten Earnings und so weiter und so fort. Cinema schießt nach oben, ist mittlerweile bei Levels vor Covid. Dasselbe mit IMAX. Und AMC ist 22% down. Seit dem Tag, wo das alles super ist. Ja? Ich möchte niemanden zu nahe treten. Ja? Ich möchte niemanden überzeugen. Für mich persönlich, ja, kann man sich mit diesen Finanzdaten, mit den Fundamentals und mit den News den Arsch auswischen. Weil, wenn sie was bedeuten würden,
dann wären wir jetzt schon weg. Meine Meinung. Gut, das war AMC. Jetzt springen wir schnell rein in GameStop. So, GameStop machen wir hoffentlich ein bisschen schneller als AMC. Einfach nur deswegen, damit das Video nicht so lang wird und zweitens, weil ich GameStop nicht mag. Ja, das Fractal nicht mag. Die Firmen sind mir im Prinzip scheißegal. Wir haben bullisches und bearisches Fractal. Fürs bullische haben wir unser V, natürlich hier April 2020, hatten einen Ein-Part-Squeeze, weil GameStop macht immer einen Ein-Part-Squeeze rauf in den Februar 2021. Das, was GameStop bei seinen Squeezes immer macht, es macht einen Ein-Part-Squeeze, knallt hinunter und squeezed noch einmal, aber der zweite Squeeze ist ein Lower High. Das haben wir 2021 gemacht und 2024, das kommen wir noch dazu. Für egal, ob es bearish oder bullish, das war ein schöner 0.5 Pullback. Und dann hatten wir im Mai 2024 unseren nächsten Ein-Part-Squeeze, runtergeknallt, wieder raufgeknallt, Lower High. Und ab dem Zeitpunkt ist GameStop einfach nur noch scheiße gelaufen. Weil ganz ehrlich, wir sind jetzt seit 2 Jahren range-bound. Hier tut sich nichts. Ja? Man könnte, wenn man so auf Fundamentaldaten auch steht, sagen, naja, Ryan Cohen hat auch nichts dazu beigetragen, dass das auch irgendwie anders ausschauen sollte. Ja? AMC versucht wenigstens sein Business zu verbessern, ja, seine Schulden runterzuzahlen und was aus der Kinokette zu machen. Ryan Cohen hat die letzten 2 Jahre nur eins gemacht. Okay, er hat kein Geld verlangt für seine Arbeit. Er ist Millionär, geschenkt, er braucht es nicht. Businessplan rät er nix. Ich kann ihm verstehen, warum, aber es hilft halt nicht. Und außer diluten kann er seine Shareholder nicht. Ja, also bis jetzt zeigt GameStop nichts, außer dass das Business Model von GameStop tot ist. Es muss also was anderes her. Ja, weil Spiele verkaufen in 5 Jahren ist nur noch online. Da kann GameStop scheißen gehen. Es braucht ein anderes Business Model. Nun muss man das irgendwann kommunizieren. Fürs Tracking haben wir bei GameStop ein Problem. Wir haben unser Ziel gemacht. Wir haben unser Lower High gemacht. Und hier beim typischen Japan-Crash, das war genau der 6. August 2024, hat unser M gestartet. Das ganze Ding ist M. Und dieses M ist nicht fertig. Ja? Jeder Buchstabe, den wir haben, ja, fängt bei einem Low an und endet erst, wenn es unter den Startpunkt gelaufen ist. Für GameStop bedeutet das, wir müssen, genau hier, unter 17,57. Und ich werde auch diesmal dafür Hassnachrichten bekommen. Ja? Ich weiß nicht, also ich erzähle das, weiß nicht, GameStop hier seit November 2025 oder ein bisschen später. Ja? Das war immer unsere bearische Alternative, speziell wenn wir hier unter $20 brechen. Ja? Ihr könnt es gerne nachprüfen. Ja? Geht das älteste GameStop-Video ein, was ich gemacht habe. Die $17 waren immer da. Seit 2025 und seit 2025 bekomme ich Hass dafür. Es ist nicht möglich. GameStop wird Share buybacken. Ja? Also nachkaufen. Sie werden es nicht schaffen. GameStop unter 17, weil dann kauft Ryan Cohen den ganzen Float. Gut. Wir sitzen jetzt bei 18,66. Schauen wir mal, ob wir 17,54 bekommen. Ja? Vielleicht hassen mich dann einige Leute weniger, wenn wir es machen. Ja? Sache ist nur die. Wir haben eine bullische und eine bearische Variante. Ja? Für mich persönlich wäre die bullische Variante. Wir fallen jetzt nächste Woche, also hoffentlich nächste Woche, damit wir endlich fertig damit sind, hier unter 17,52. Machen das wie?
und dann laufen wir. Ja? Und zwar unser Einpartsquiz. Schwuppdiwupp, hier nach oben. Ja? Für mein Preisziel für GameStop, ja? Wie gesagt, ich bin nicht einer, der euch erklärt, es wird hundertprozentig 1000, 5000, 10.000, 50.000, 1 Million, weil alle Banken werden bankrott gehen, sondern ich halte mich an normale, realistische Ziele. Und dafür verwende ich die Trendlinie von der IPO mit dem kleinen Bruch hier in 2008, mit dem Touchpunkt von 2021 und das würde uns raufschießen auf 466. Vielleicht gehen wir ein bisschen drüber. Okay? Dann reden wir von 500 bis 600. Okay. Ja. Danach, wie jedes Mal, sollten wir instant runterkneifen, sollten nochmal raufschießen und ein Lower High machen. Ja? Und den Rest sollten wir dann über 2, 3 oder 4 Jahre, lasst euch da nicht verwirren, das habe ich nur so kurz gezeichnet, damit man es auch sehen kann, aber der Pullback sollte wieder Jahre dauern. Ja? Danach hätten wir Chance mit Part C dann vielleicht wirklich über $1000 zu gehen. Allerdings, wie gesagt, das wird Jahre dauern, meiner Meinung nach. Das wäre die absolut bullische Variante. Die einzige Frage, die sich für mich darstellt, wenn GameStop das in nächster Zeit macht, was macht dann AMC? Ja? Ich könnte mir nur irgendwie denken, dass AMC seinen ersten Part macht, während GameStop auch seinen Einpartsquiz macht, dann hier runterknallt und im Gegensatz zu hier, wo das hier nur 28 Tage gedauert hat und das hier nur 28 Tage gedauert hat, dass dieses Lower High dann etwas länger dauern wird. Ja? Bis Jänner 2027 und dann GameStop dieses zweite Lower High gemacht. Oder AMC macht wirklich einen Einpartsquiz zur Allzeit hoch. Ja? Kann auch sein. Die Alternative dazu, ja, und ich muss sagen, mir gefällt die ein bisschen besser. Und wie gesagt, es gibt nichts, was das beweisen kann. Es ist nur eine Theorie. Das Problem, was wir jetzt haben, für meine älteren Zuschauer, ihr werdet es schon gemerkt haben, wenn wir das jetzt hier machen, wir fallen so 17 runter und dann squeezen wir, wo verdammt ist dann T? Weil das T ist ja nicht hier. Ja? Weil das T kommt ja erst, nachdem M fertig ist. Da gibt es zwei Varianten dazu. Erstens, wenn wir uns das hier anschauen, das ist Juni oder Mai 2020 bis Juli 2020. Wenn wir das hier markieren, dann haben wir unser C, unser L, hier startet unser M und unser M endet hier. Auch hier hatten wir kein T. Ja? Auch wenn wir ein bisschen weiter nach vorne gehen, ja, wäre hier dasselbe. C, L, M. Auch hier hatten wir kein T. Ja? Deswegen entweder GameStop macht sein T einfach nicht. Ja? Kommt nicht oft vor, aber wir haben es jetzt schon zweimal gesehen. Dann können wir das machen. Oder im bearischsten Fall, und dafür hassen mich die Leute noch viel mehr, wäre die Idee, wir beenden unser M. Wir fallen unter 17. Unter das Japan Crash Knife. Bouncen trotzdem. Hier wird jeder schreien, wir squeezen. Kommen zu unserer Haupttrendlinie. Wie gesagt, sind nur 2 Touchpoints, kann man zeichnen, wie er will, aber irgendwo in der Richtung, irgendwo 23. Das wäre erst unser T. Und dann müssen wir runter zu 1363. Warum? Weil im Prinzip, wenn wir uns das hier rausgesund anschauen, dann ist das hier unser A. Und das ganze Ding hier wäre nur das Higher Low, das große zu diesem A. Aber eine Sache ist Fakt. Das Higher Low endet immer wie an der A. Und unser A ist hier am 6. Mai 2024
bei genau 13,62. Und deswegen müssten wir da drunter. Deswegen werden mich die Leute dafür noch mehr hassen. Es ist unmöglich, dass GameStop hier runtergeht. Ich meine, ehrlich gesagt, ich hoffe, ich liege falsch. Ja? Ich habe zwar keine Position, aber ich meine, ich möchte ja nicht absichtlich, dass Leute Geld verlieren. Ja? Aber die Theorie hinter diesem Move wäre, dass AMC jetzt dann in den nächsten Wochen, hoffentlich nicht Monaten, seinen ersten Partner. In der Zeit macht GameStop das. Und im Jänner bis Mai 2027 ist GameStop fertig. AMC ist fertig mit seinem Pullback und beide laufen. Ja, AMC macht seinen zweiten Part, GameStop macht seinen Ein-Part-Squeeze. Würde Sinn ergeben zeitlich. Oder das dritte wäre, die sind nicht mehr gesynkt. Ja? AMC und GameStop sind seit 2021 gesynkt. Der letzte Beweis, dass sie noch immer gesynkt sind, also miteinander laufen, war 2024. Teilweise 2025. Aber seitdem haben wir keinen Beweis, dass sie gemeinsam laufen. Weil, wie gesagt, AMC geht gerade rauf. GameStop fällt. Sollte normalerweise umgekehrt sein. Ja? Vielleicht hat sich die Synchronisation aufgehört. Es gibt keinen Beweis dafür. Es gibt keinen Beweis dagegen. Deswegen tracke ich auch beide eigentlich eher separat. Sage ich auch gleich dazu. Das wäre GameStop. Die einzige Sache, und ich weiß nicht einmal, ob ich das herzeigen sollte. Es gibt eine absolut bärische Variante. Ja? Nur damit ich das einmal gezeigt habe. Wie ihr seht, ist hier unten unser Allzeitlow. April 2020. Und normalerweise, und das ist Makro-Tracking, das bedeutet das komplett rausgesummte Tracking. Wir haben kein Makro-Higher Low gemacht. Haben wir nicht. Okay, macht GameStop eigentlich normalerweise auch nicht. Die absolut bärische Variante wäre, dass das hier das Peak vom Higher Low ist. In dem Fall wäre das hier das Lower High von dem Higher Low. Und in dem Fall wird es dreckig, weil in dem Fall müssen wir unter 10. Dann kommen wir wieder rauf, machen unser M, noch weiter runter, machen unser T. Und unser Ziel wäre hier bei $2. Wie? Und dann geht's weiter. Nur zwei Sachen. Erstens, ich glaube nicht dran. Ja, aber es ist etwas, worüber man reden muss. Ja, weil ganz ehrlich, wenn wir unter 9 fallen sollten, unter 10, dann wird es das sein. Nur damit die Leute dann nicht überrascht sind. Aber das Zweite ist, das wird Jahrzehnte dauern. Sollte GameStop und AMC noch immer gesynkt sein und wir machen das, ist AMC tot. Endgültig. GameStop überlebt das, AMC würde das nicht überleben. Und ganz ehrlich, ihr bräuchtet AMC und GameStop für die nächsten 5 Jahre nicht mehr anschauen. Aber ist eine Alternative. Ja? Schauen wir mal, ob wir nächste Woche bei GameStop endlich hier drunter fallen würden. Das wäre schön, weil dann hätten wir das endlich hinter uns. Eine Sache dazu noch. Ja? Es ist nämlich wirklich nicht so weit hergeholt. Wenn ihr euch anschaut, die Knives, die wir normalerweise an diesen Punkten machen. Wir machen ein Knife und machen dann dieses Seitwärtsgerenne hier. Das macht GameStop immer. Ja? Ihr könnt euch das Knife hier anschauen. Da sieht man es nicht so gut, weil es eher ausgespielt ist. Knife, Sideways, runter. Wo man es gut sieht, ist hier. Erstes Knife, kleines Sideways, nächstes Knife. Ja. Wo sehen wir es noch? Nehmen wir ein Beispiel kurz vor der Position, wo wir uns denken, wo wir sind. Wäre auch hier. Knife, zur Seite laufen, nächstes Knife. Oder hier vor unserem, kurz vor unser Allzeitlow, Knife zur Seite, Knife zur Seite, Knife.
Ja? Diese Formation, die wir jetzt gerade machen, werdet ihr auch im restlichen Chart, ihr braucht es nur danach suchen, immer wiederfinden. Ich glaube einfach nicht, dass es das schon war. Ja? Kann mich irren? Ich hoffe, ich irre mich, ja, wenn wir jetzt nächsten Montag einfach aufrennen, wen stört's, ja? Aber ich glaube, für GameStop, das war's noch nicht. Und wie gesagt, es ist auch scheißegal, was für News rauskommt. Ja. Vielleicht der lootet so ein Coin wieder, keine Ahnung. Ja. Irgendwas. Oder, keine Ahnung, plötzlich, keine Ahnung. Vielleicht erklären sie es nicht einmal. Ja, sage ich auch dazu. Manchmal machen sie sich nicht einmal mehr die Mühe, irgendeine Geschichte dazu zu erfinden. Gut. Nächstes, DGT. Ich weiß, war im letzten Video schon drin, aber ich erzähle es jetzt heute auch trotzdem nochmal alles, damit im Roadmap-Video ist, was ich dann immer verlinken kann, damit man immer sehen kann, wie der Fortschritt ist. Ja? DGT für Transparenz. Ich musste hier schon zweimal mein Fractal ändern, ja, weil ich es zweimal falsch gedeutet habe. Das schaut jetzt aber endgültig aus, sage ich nur dazu. Und im Prinzip ist es auch eigentlich relativ einfach. Ja. Wir hatten unser V, damals noch unser Allzeitlow, hatten dann ein IPO-Run, wo wir A und B eigentlich gar nicht sehen, hatten unser Allzeithoch, dann unser Lower High und es ist ein verdammt großes Lower High. Das Lower High geht genau bis hierher. Dann sind wir raufgelaufen zu unserer Haupttrendlinie. Hier ist unser großes M gestartet. Das ganze Ding ist M. Unser Mittelpunkt. Und wie ihr schon seht, es fehlt was. Es fehlt T. Und das liegt einfach daran, dass ich glaube, wir haben unser T last time to sell, letztes Mal verkaufen, bevor das richtige Allzeit-V kommt. Das haben wir noch nicht gemacht. Ich glaube also, dass DGT sein Allzeit-Low noch nicht erreicht hat. Aber wir könnten jetzt in einer guten Position sein, zum Micro-Tracking kommen wir gleich, dass wir jetzt unseren Run zu unserem T machen. Und unser T sollte bei 35 liegen. Wir sitzen jetzt gerade bei 8. Das wäre schon ein Play, was nicht schlecht wäre. 200 bis 300% hinauf. Bevor wir uns das anschauen, danach fahren wir zu unserem Allzeitlow, zu unserem neuen V. Dann sollten wir ein großes Makro-High-Low machen. Und dann sollte es interessant werden, weil dann machen wir wieder ein A, B und C. Und ihr seht es ja, DGT, seine Chats, Squeezes oder wie auch immer ihr es nennen wollt, sind immer verdammt brutal und schnell. Mit diesem Wie, was wir erst in der Zukunft machen, ist das Fractal fertig. Es startet nachher ein neues. Das bedeutet, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir die IPO wiederholen. In dem Fall könnte es dann wieder so ausschauen. Das wäre dann wirklich das Play. Ja? Nur das wird ein bisschen dauern. Also dieses Jahr kommen wir meiner Meinung nach hier nicht her. Ja? Hier könnten wir dieses Jahr herkommen. Aber wie ihr auch seht, die Pullbacks von DGT, die dauern ewig. Ja? Der Pullback vom L bis zum Low waren 393 Tage. Der Pullback von M zu unserem jetzigen V waren 824 Tage. Ich möchte also gar nicht wissen, wie lange dieses Wie vielleicht dauern wird. Ich sag's nur dazu. Gut, dann schauen wir uns das mal das Micro-Tracking an. Im Gegensatz zu anderen warne ich immer davor, bevor ihr in ein Player reinsteigt, wartet eigentlich immer auf ein Higher Low. Ja? Hier haben die Leute schon angefangen, ja, 100%ig, es ist ein Bein. Hier haben die Leute geschrien, 100%ig Squeeze und auch hier. Jetzt kaufen, Squeeze, Squeeze, Squeeze. Ja? Und ich habe gesagt, wartet auf das Higher Low. Ja? Ihr lauft die Gefahr, dass ihr vielleicht, wenn wir das Higher Low nicht machen, dass wir den Run verpassen oder ihr zu spät einkauft. Ist meiner Meinung nach noch immer besser, als man kauft hier oder hier und muss dann bis hier unten halten. Weil das sind halt doch
bis jetzt schon 22%. In Options wären das schon minus 100, würde ich sagen. Ja, es ist immer besser, aufs Higher Low zu warten. Gut, und dieses Higher Low spielt derzeit perfekt aus, meiner Meinung nach. Wir hatten unser V, unser kleines Higher Low. Wir hatten unser A mit einem wunderschönen 0,5 Pullback. Wir hatten danach unser B mit einem etwas tieferes B, 618 Pullback, ist noch in Ordnung, sehe ich nicht gerne, ist aber noch in Ordnung. Sind dann raufgelaufen, ganz kurz unter unserer, wir werden schon jetzt ein bisschen mehr Bullish-Linie, aber wir haben sie nicht gebrochen, und runter. Dann Lower High, Knife runter, im besten Fall ist das hier schon unser Midpunkt, weiter runter, und weil unser Ziel bei einem Higher Low immer wie unter A ist, wird das hier unser T sein. Und wir werden jetzt noch ein letztes Knife brauchen in unserer Buy Zone. Ja. Kein finanzieller Advice. Meine Buy Zone ist irgendwas unter 7,91 bis 7,18. Irgendwo hier drin. Ja. Und im besten Fall, sage ich auch dazu, drehen wir dann hier um. Ja, machen hier unser V, halten das Higher Low und gehen. Klar ist, sollten wir das nicht tun, sollten wir hier wieder durchbrechen. Ja? Und ich meine damit ganz genau 6,96 $, dann raus. Raus. Ja? Weil dann suchen wir ein neues V. Müssen erst wieder ein Higher Low machen und weiter. Ja? Das ist unsere Nono-Linie. Ja? Allerdings, wie gesagt, es ist besser hier zu kaufen, ja, weil dann verliert sie nur $1, als man ist deppert und kauft schon hier. Ich meine, okay, man hätte hier kaufen können, ja, und das hier spielen können. Nur ist es die gleiche Geschichte wie hier. Ihr wisst nie, ob das jetzt so weiter rauf geht oder ob das hier wieder sowas ist. Ja. Wenn wir hier runtergehen und hier einen Bounce bekommen, ist das schon eine ziemlich gute Bestätigung. Ja. Im Großen und Ganzen schaut das eigentlich fantastisch aus. Wie gesagt, falls wieder unten bouncen, mein Preisziel ohne Financial Advice ist dann ungefähr hier. Ja. Ich werde das wahrscheinlich auch spielen. Ich habe mir extra A-Lets hier unten gesetzt. Ab 20 fange ich an, langsam rauszugehen. Werde ein paar Runners liefen lassen. 27 bin ich dann wahrscheinlich mit 80% aus meiner Position. Und hier bei 34 lasse ich vielleicht 1, 2 Runners übrig, falls wir wirklich doch was Dummes tun und durchschießen, aber eher unwahrscheinlich. Ja, für mich. Und wie gesagt, wenn ihr das hier nicht spielen wollt, aber die Puts, wie gesagt, merkt euch, der Pullback kann lange dauern. Ich sag's nur. Okay, das war DGT. Nächstes NIO. Und NIO ist mein kleines Sorgenkind. Ja. Warum sage ich Sorgenkind? Ganz einfach, weil das erste Tracking, was ich präsentiert habe, war, glaube ich, ab hier. Und bis hierher war es perfekt. Ja, sogar würde ich sagen, bis hier war es perfekt. Es wird jetzt langsam ein bisschen schwierig. Und es bewegt sich derzeit nicht. Kommen wir noch dazu. Wir haben ein eindeutiges bullisches und ein eindeutiges bärisches Szenario. Und wir sitzen derzeit exakt am Entscheidungspunkt. Ja. Für NIO, meiner Meinung nach, hat die RPO im Mittelpunkt angefangen. Hier runtergekracht, runter zum T, runter zum Allzeitlow. Dann Higher Low, raufgeknallt über T. Das hier war ein wunderschöner 618 Pullback, Bounce, raufgeknallt, ist über M gelaufen, hat hier keinen normalen 0,5 Pullback gemacht. Ja. Das hier ist gar nichts. Und dann rauf zum Allzeithoch. Dann fürs bullische Tracking. Runter, Low High, Midpunkt T zum V. Haben dann hier ein wunderschönes Higher Low gemacht, sind über T gelaufen, haben unser A gemacht für die bullische Variante, haben auch hier
einen wunderschönen 618 Pullback gemacht. Und ab dem Zeitpunkt wird es jetzt gerade kritisch, weil dieses riesige Higher Low muss halten. Ja? Unsere No-No-Linie sitzt hier bei 4,38, 4,38 $. Die dürfen wir nicht berühren, nicht brechen. Ja? Es gibt keine Ausnahmen mehr. Ich habe einmal den Fehler gemacht, dass ich eigentlich eine Ausnahmeregelung für Beyond gemacht habe. Da reden wir heute noch drüber. Da sehen wir ja, was damit passiert ist. Für NIO mache ich das nicht. Wir dürfen 4,38 nicht berühren, nicht brechen. Ja? Fürs bullische Tracking schaut das trotz alledem jetzt noch fantastisch aus. Nächster Run, und der sollte, kommen wir gleich zum Vergleich, steil sein. Wir müssen über M. Das bedeutet, wir müssen über 16. Ja? Auch hier werden wir dann keinen großen Pullback machen. Ja? Das wäre diese Sektion hier. Und dann brechen wir also durch. Zack. Ja? Und im Großen und Ganzen wäre das erst der Anfang. Ja? Weil das ganze Ding hier könnte makromäßig einfach unser großes A sein. Nach dem C kommt dann großes B. Ja? Was auch immer mit dieser Firma passiert. Ja? Der Vergleich, wo wir wären, ist ziemlich eindeutig. Wir wären jetzt genau hier. Ja? Wenn wir hier reinzoomen, dann wären wir genau hier am 2. April 2020. Hier, um dieses große Higher Low fertig zu machen. Und dann hinauf. Zur Alternative sollten wir 4,38 berühren oder brechen. Gibt es kein Wenn und Aber. Dann war das hier nicht A, sondern T. Noch schlimmer, das hier wäre wahrscheinlich das M von diesem T. Was passiert dann? Wir brechen auf jeden Fall hier runter und müssen runter zu 2,08. In dem Fall wären wir nicht hier, sondern höchstwahrscheinlich hier. Und wir brauchen dieses Knife. Und das sollte verdammt schnell und verdammt tief sein. Ja? Ich sage das noch dazu, es ist eine No-No-Linie, aber im Gegensatz zum Beispiel zu FFI, im Gegensatz zum Beispiel zu GNS, im Gegensatz zu Beyond, bringt das hier NIO nicht um. Bringt es nicht um. Der Scheiß ist halt nur dran, wir könnten dieses Video wahrscheinlich sogar noch dieses Jahr dann sehen. Und den Bounce auch. Nur, es wird ein bisschen länger Zeit da brauchen und ein 50% Cut ist halt auch etwas, was die Leute, ich habe ja auch eine Position, also ich bin raus, wenn wir diese Nono-Linie brechen, weil, nee, ich halte das nicht, vielleicht shorte ich das dann sogar, ja, wobei von 4 auf 2, nee. Ja, aber wäre halt kacke. Vor allem, man muss halt eins dazu sagen, es schaut noch immer, ja, perfekt aus. Wenn wir uns das anschauen, wir hatten hier ein perfektes V, ein schönes Hallo, rennen über T, machen ein Head and Shoulders, fallen exakt auf die 618 FIB zurück, Ich sehe einfach nicht, dass wir gerade hier sind. Ja? Vor allem, wenn man sich anschaut, das zu das. Hier sind wir schon unter die 786 gefallen. Meiner Meinung nach hätten wir, wenn wir dort wären, hier schon unter die 7, wären wir schon hier drunter gefallen. Also vielleicht bin ich einfach nur zu nervös und es dauert zu lange und wir bouncen hier, wäre toll. Aber wenn nicht, ja, ich kann euch nicht sagen, was ihr machen sollt, aber ich bin bei, das nochmal ganz genau zu sagen, ich bin genau bei 4,39 raus. Ja, weil dann kann es nur runtergehen. Es gibt hier leider kein Wenn und Aber. Gut, nächstes Unity Software.
Schaut, das letzte Update war erst vor Kurzem. Es schaut immer besser aus, ja. Ähm, noch haben wir eine bärische Alternative, fürs Haupttracking. Unity hat angefangen, seine IPO in den Run zu seinem B. Ja. Das A und das V und das High Low muss man sich vorstellen, gab es ja nicht. Ja. Also B, Pullback, Allzeit hoch, Lower High, Midpunkt T, ein komisches T, runter zu unserem Allzeitlow. Ich möchte hier betonen, dass ich dieses Knife auf den Tag genau in einem Video präsentiert habe. Ja, könnt ihr mal zurückgehen und nachschauen. Muss ich auch dazu sagen, dass ich damals nur dachte, wir gehen nur bis hierher. Ja. Ich habe hier meine Putz verkauft, obwohl ich mehr hätte machen können. Ja. Aber ehrlich muss man sein. Ich habe aber gesagt, hier perfekter Zeitpunkt für einen Bounce. Higher Low. So, für wie es weitergehen soll. Fürs Makro-Tracking, fürs bullische Fractal-Tracking müssen wir über T. Das bedeutet über 58. Ja. Das ist derzeit unsere Haupttrendlinie. Wenn wir einen normalen 0.5 Pullback machen wollen und ein anderer geht sich eigentlich schon fast gar nicht mehr aus, ja, weil wir wollen nicht über M, ja, gib mir das doch endlich. Ja, und ein 618 Pullback wäre schon viel zu hoch. Deswegen denke ich, dass diese Run fürs bullische Version irgendwo 80 oder 90 landen wird oder 100. Ja. Dann ein Breakout Retest und ein 0.5 Pullback. Nächster Run sollte uns raufschießen zu B und B sollte irgendwas über 110 dann sein. Ja. Wenn dieses A so hoch ist, dann wird wahrscheinlich das B auch etwas höher sein. 160, 180, ja, kein finanzieller Advice. Die Pullbacks werden wir, glaube ich, sehen, weil bei der IPO haben wir die Pullbacks auch gesehen. Ja, ja. Und dann ist nur noch die Frage, brechen wir Allzeit hoch oder nicht. Unsere Levels, ja. Beim letzten Mal habe ich gesagt, es ist essentiell, dass wir diese Trendlinie hier brechen. Und wir haben sie gebrochen. Ja. Bestätigung ist noch immer alles über, ich würde sagen, 48, was ist das? 48, 82. Absolute Bestätigung ist alles über 52. Ja, sollten wir raufgehen. Kein finanzieller Advice. Die bärische Alternative. Solange wir nicht über 52 sind, besteht noch immer eine kleine bärische Wahrscheinlichkeit, dass erst das hier unser T ist, wir nicht hier drüber kommen und wir noch immer ein neues Allzeitlow suchen. Weil wenn wir hier reject und runterknallen, war das hier T. Ziemlich eindeutig. Und dann fangen wir erst an mit Hallo, A, B, C und so weiter. Ja? Schaut nicht danach aus, ja? Aber nur damit die Leute das im Hinterkopf haben, wenn wir hier plötzlich wirklich umdrehen. Andernfalls, ja, wird es hier weiter langsam raufkrebsen und vielleicht sogar plötzlich den hier machen. Ja? Man könnte vielleicht sogar auf den Pullback warten, den Breakout Retest, wenn einem das jetzt schon so hoch sein sollte, und dann B spielen. Ist auch eine Möglichkeit. Aber Unity, perfekt, wunderschönes Tracking, hat uns bis jetzt noch nicht enttäuscht. Nächstes Oklo. Oklo hat uns bis jetzt auch nicht enttäuscht und es ist eigentlich ein absolut picture-perfect Fractal, leicht zum Lernen. Wir hatten unser V, sind raufgelaufen zu unserem A, hatten einen wunderschönen 0.5 Pullback, sind weitergelaufen rauf zu B, sind ein bisschen tiefer gekommen als die 618, aber solange wir die 786 nicht berühren, ist das noch in Ordnung. Unser Tracking war für Oklo, dass wir jetzt ein Higher Low machen werden. Ja? Hier ist unser T von unserem B-Pullback. Ja? Auch hier gemicrotrackt mit C, Lower High, Midpoint C, runter zu unserem V. Ja? Und wie bei DGT, ja, sollten wir jetzt ein Higher Low machen. Ja? Wir hatten unser V,
wir hatten unseren A und mit unserem 618 Pullback sind raufgelaufen zu unserem kleinen B mit einem 0.5 Pullback, sind raufgelaufen zu unserem C. Wir hatten meine Preistargets für das Peak von diesem C war, ich würde sagen, fast von hier ja 50 bis zu dieser Linie zu 55. Ja, das war unsere Zone. Wir sind ziemlich knapp dran. Es schaut so aus, als wäre das jetzt schon der Pullback. Ja. Es schaut so aus, als wäre das hier unser Lower High. Bestätigung ist und bleibt meiner Meinung nach, wenn wir hier drunter gehen, unter 43,86, ja, dann machen wir das, kommen nochmal rauf, das wäre dann unser M, kommen dann nochmal runter, kommen nochmal rauf, machen unser T. Unser absolutes Ziel ist wie immer wie an der A, das bedeutet 38 und dann Bounce. Natürlich könnten wir auch einfach runter kneifen, ja, und das M und das T ist einfach im Knife drin. Ist auch in Ordnung. Es ist allerdings die Alternative, bevor wir zu den großen Zielen gehen. Wenn wir hier plötzlich bouncen, ja, dann kann das noch immer unser B-Pullback sein. Ja. Und wir könnten noch immer hier raufgehen zu unserem C und machen das dann. Das würde halt dann halt nur länger dauern, sage ich nur dazu. Ja. Ich muss allerdings sagen, ich tendiere wirklich jetzt mehr dazu, dass wir das hier machen. Und das wäre unsere Buy-in-Zone, ja, von 38 bis 36, irgend sowas. Das einzige, 36, 42. Das Einzige, was wir nicht machen dürfen, wie immer, wir dürfen dieses Wie nicht brechen. 36, 10, lauft's. Dann stimmt was nicht, dann fallen wir extrem tief runter. Das Einzige, was beides falsch macht, ist, wenn wir plötzlich aus irgendeinem Grund $56 brechen. Ja, also wenn wir plötzlich sowas machen, dann gibt es kein Higher Low. Dann geht es hinauf. Ja, würde keinen Sinn ergeben, aber wir brauchen immer Alternativen, wenn wir Levels brechen. Was wären unsere nächsten Ziele nach dem Higher Low oder wenn wir jetzt raufschießen? Wir müssen auf jeden Fall über klein t, das wäre über 81, dann ein 618 Pullback. B wäre schon bei 120, 0.5 Pullback und wenn wir eben ganz rauszoomen, makrotechnisch hatten wir erst unser A, unser B. Wir brauchen also noch immer ein C. Und dieses C muss über Allzeithoch. Wir müssen über 200. Egal, was diese Firma macht, egal, was für Nachrichten sind, das bullische Tracking ist es das. Ja? Und es schaut fantastisch aus. Es wird darüber nicht geredet, es ist kein Meme-Stock, keiner schreit Manipulation oder sonst irgendein Scheiß. Es ist herrlich still. Perfekt. Nächstes ist Riot. Riot ist unser Opa. Opa nicht, weil es so alt ist, nein, Opa, weil es so elendig langsam ist. Man könnte es auch als Schildkröte bezeichnen. Ja? Vom Tracking her ist es aber meiner Meinung nach auch noch immer perfekt. Ja? Für Riot selber, ja, wie ihr euch das Ganze hier vorstellen müsst. Ja? Im Prinzip, das Fractal wiederholt sich in einer Aktie immer und immer und immer wieder. Und selbst ohne unsere Regeln, also selbst ohne A, B, C, M, L, M, T, V, kann man bei extrem offensichtlichen Fractals die Buchstaben und Regeln vergessen und einfach sagen, hey, das schaut doch so aus wie damals. Und genau das ist es bei Riot. Ja. Meiner Meinung nach, ja, ist diese Sektion hier, oder um das ganz genau zu sagen, ist diese Sektion hier 1:1, was das hier ist. Ja? Nur, dass das die IPO war und das hier exakt 1000 Tage gedauert hat und das hier mittlerweile 6000 Tage gedauert hat, weil das Fractal immer größer und langsamer wird. Aber wenn wir das vergleichen, ja,
Versuchen wir es wieder nebeneinander. So, nur um das klarzustellen, linke Seite ist die IPO von 2003 bis 2007 auf dem 10-stündigen Chart. Rechte Seite ist der Ein-Wochen-Chart, weil ich sonst nicht anders komplett drauf bekomme, und zwar von 2007 vom Allzeithoch bis heute. Und wenn wir das checken, dann haben wir hier unser Peak, fallen runter, kommen zu unserem M, ja, mit diesem eindeutigen Double Top. Das ist dasselbe wie hier, eindeutiges Double Top. Fallen weiter runter, kommen hier runter, knallen wieder rauf, kommen hier runter, knallen wieder rauf zu unserem T, fallen runter zu unserem damals Allzeitlow, fallen runter zu unserem Allzeitlow. Dann machen wir diesen Ausbruch hier, und seitdem sind wir hier hinauf. Und meiner Meinung nach sind wir jetzt gerade in dieser Sektion hier drin. Ja? Diese Sideways-Sektion hier drin. Was ist unser nächstes Ziel? Unser nächstes Ziel, ihr seht, nach der Sideways-Sektion bekommen wir einen Run, einen kleinen Pullback und laufen dann über unser M. Hier. Wir laufen über unser M. Für das große Fraktal bedeutet das, unser M ist hier. Das bedeutet, unser großes M, unser großes Fraktal sitzt hier bei $211. Und wir gehen ein bisschen drüber. Das bedeutet, das Ziel kann locker, kein finanzieller Weiß, zwischen $300 und $400 liegen. Das hier ist unser B. Und wie ihr seht, ist das ziemlich steil. Ich muss trotzdem dazu sagen, ich gehe davon aus, dass das locker bis nächstes Jahr dauern kann. Ihr seht, wie extrem langsam wir sind. Ja, das hier hat 35 Tage bei der IPO gedauert. Wenn wir jetzt das von hier nach hier nehmen, sind wir jetzt schon bei 1900 Tagen. Es ist langsam. Ja, aber wir sitzen derzeit bei $19. Ich weiß nicht, ob es ein gescheites Option Play ist, weil die Option Chain ist derzeit noch immer scheiße. Ja, es gibt keine hohen Strikes. Und ihr müsstet halt wirklich, um auf der sicheren Seite sein, eigentlich Optionen für 2028 kaufen. Ja. Ich meine, okay, ich glaube, das höchste ist, weiß ich nicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, bei 25 oder sowas. Ja. Ihr könnt schon März 2007 kein finanzieller Advice kaufen. Also, sie sollten auf jeden Fall in Geld dann drin sein. Für den ganzen Move sind vielleicht Aktien gescheiter. Weil es vielleicht wirklich ewig dauert. Und die News sind eigentlich derzeit auch gut, wenn man sie unbedingt haben braucht und muss. Aber, right? Schaut perfekt aus. Gut. Nächstes, ein kleiner Neuzugang, der aber sehr vielversprechend ausschaut. Luna. Das hier ist wunderschönes Luna. Hatte eine ziemlich interessante IPO. Ist dann runtergeknallt zu seinem Allzeitlow. Hat dann hier ein wunderschönes Higher Low gemacht. Perfekt, und das ist 718. Ist raufgelaufen zu seinem A. Hat einen 0.5 Pullback gemacht. Ist weitergelaufen zu seinem B. Und hat einen 618 Pullback gemacht. Ja, dieses Jahr machen alle B 618 Pullbacks. Schaut zumindest soweit aus. Gut, und dann jetzt in letzter Zeit, da können wir ein bisschen runter. Was haben wir gemacht? Wir hatten unser Wie. Sind raufgelaufen, hatten jetzt übrigens gerade Earnings. Ja. Diese Earnings haben uns runtergeschossen zur 0.5 FIB. Ja. Übrigens, schlechte Earnings. Extrem schlechte Earnings. Ja. Komischerweise hatten wir aber einen Instant Bounce. Wie funktioniert das? Ja. Wie kann das, ich sage das nochmal, ich weiß, ich reite darauf rum, ja, aber wie kann das sein, dass Luna die Earnings komplett verloren hat, jetzt nach den Earnings höher steht als bei den Earnings und wie gesagt, AMC gute Earnings hatte und runterknallt?
Wie? Mir? Gut. Fürs weitere Tagging. Das hier ist nur kleines a, kleines b, um das klarzustellen. Ja. Das hier ist der B-Pullback. Lower High, kleines m vom B, kleines t vom B. Und das hier ist kleines m vom kleinen t und kleines t vom kleinen t. Ja. Also meiner Meinung nach, ja, wir könnten jetzt vielleicht noch so einen kleinen Pullback, ich meine, ich hoffe es, ja, ich habe zwar schon eine kleine Position, ich hätte noch gerne eine bisschen größere, ja, ich hätte gerne hier einen kleinen Pullback, vielleicht sehe ich es deswegen, ja. Es würde Sinn ergeben, wenn wir jetzt hier noch schnell zur 0,5 runtergehen. Ziel wäre 17 oder irgend sowas. Muss nur leider nicht sein. Unser nächstes Hauptziel. Und ich denke, das wird bis Mitte September sein. Ja, kein finanzieller Advice. Muss hier drüber sein. Ja, ich würde ausgehen von 24 bis 27. Und dann Pullback. Und das wäre erst unser großes A. Ja. Danach großes B. Und danach großes C. Und dieses C hier ist dann auch unser Haupt-C. Welches C meine ich? Das hier ist unser Makro A, Makro B. Wir suchen unser Makro C. Und hier stellt sich nur die Frage, brechen wir allzeit hoch oder bleiben wir drunter? Aber wir müssten auf jeden Fall über 46. Ja, also meiner Meinung nach, das Zielpunkt ist, ich würde sagen, das hier. Ja, von 60 bis rauf zu whatever. Ja. Also Space Company. Damit die fliegen halt in absolute Höhen. Ja. Es schaut nicht so viel aus. Ja. Weil wir sitzen jetzt gerade bei 19. Ziel längerfristig wäre vielleicht 80 bis 150. Es schaut nicht so viel aus. Ich muss allerdings sagen, dass diese Optionen hier, ja, ich habe das noch nicht gespielt. Also ich bin jetzt zwar schon in Position, nur ein Kollege von mir hat das gespielt. Alleine der Move bis hierher, nein, er hat es von hier bis hier gespielt. Hier bis hier. Das waren 3000% bei den Optionen. Nur der Move von 11 bis 16 sind die Optionen 3000% hinaufgelaufen. Wenn man jetzt vielleicht in Leaps reingeht, ja, wer weiß, was das wird. Und man muss auch eins dazu sagen, wenn wir uns die vorigen Moves anschauen, die waren immer steil. Ja, das hier, der Move, hat 170 Tage gedauert. Der Move hat 184 Tage gedauert. Wenn wir davon ausgehen, dass es vielleicht in irgendeiner Weise gleich viel ist, sagen wir 180, dann sind wir im Jänner 2027. Und irgendwo hier oben. Ja. Somit schaut gut aus, schaut interessant aus. Ich habe es jetzt mal ins Haupttracking aufgenommen. Schauen wir, was draus wird. Gut, und das letzte Play für Long Plays heute ist Doku. Hier ist Doku und der Doku. Also ganz ehrlich, gezeigt habe ich es, glaube ich weiß es nicht mehr, wann ich es gezeigt habe. Also das letzte Update war, glaube ich, hier unten auf jeden Fall, am 1. Juli oder sowas. Und seitdem sind wir 50% draufgelaufen. Ja, Vorsicht jetzt, ja, kommen wir gleich dazu. Aber fürs Doku-Tracking ist es so ähnlich wie Riot. Ja. Wir betrachten das Fractal von hier. Das hier ist das hier. Ja. Klarerweise werden jetzt vielleicht ein paar aufmerksame Augen sagen, ja schon, aber warum ist das hier nicht das hier? Es schaut doch genauso aus. Und das war die große Falle bei Doku. Ja, weil ich habe mir genau dasselbe gedacht. Ja. Nur die Sache ist, wenn wir das hier nehmen, dann seht ihr, das hier ist schon längst unter der 786. Das hier damals war bei der 618.
Um das klarzustellen, das hier war A. Das kann nicht A sein, weil A darf unter die 786 nicht drunter fallen. Ja. Das hier war also nur das Higher Low. Ja, es schaut so aus wie das. Ja. Kann aber einfach nur ein Trick sein. Ja. Ich bin der Meinung, dass dieser Punkt hier genau dieser Punkt hier ist. Und deswegen kommt jetzt auch die Bars Pattern. Ja. Weil, wenn wir das jetzt hier hernehmen, dann wäre das unser nächster Move. Von wo sind diese Bars Pattern? Ja, diese Bars Pattern ist genau das hier. Ja. Das bedeutet, fürs große Tracking, ja, kommen wir gleich zum kleinen Tracking, wir knallen über diese Linie. Unser Ziel ist für unser großes Makro A zwischen M und T. Das bedeutet zwischen 111 und 161. Dann machen wir den 0.5 Pullback. Hier, oder 0,618 Pullback. Passt sogar mit dem Bars Pattern perfekt drauf. Werden dann hier noch dieses Higher Low machen und was auch immer nachher passiert. Weil ganz ehrlich, das da würde uns so weit über Allzeit hochschießen. Keine Ahnung, was mit Doku passiert. Das erste Play wäre allerdings das hier. Ja. Auch dazu gesagt, Vorsicht, das wird auch nicht dieses Jahr sein. Das wird wahrscheinlich bis ins nächste Jahr rauflaufen. Ja. Das Einzige hier, wir sind gerade bei einer gefährlichen Position. Ich denke, wir könnten hier jetzt vielleicht noch einen 0.5 Pullback bekommen. Ja. Zumindest zu dieser Trendlinie runter. Irgendwas zu 55 und $50. Und dann kommt erst der Schuss. Ja. Was allerdings klar ist, ja, alles über 71 und vor allem alles über 74 und dieser Pullback kommt nicht mehr. Ich würde es mir wünschen, ich habe auch hier schon eine Position, ich würde mir wünschen, wenn wir diesen Pullback machen, weil dann kann ich mir eine große Position kaufen. Aber wenn wir hier sind, dann geht es nach oben. Kein finanzieller Advice, meiner Meinung nach. Ja. Nach unten würde ich es sehr ungern sehen, wenn wir diese Linie brechen. Ja. Vor allem unter 46 und das Ding ist aus irgendeinem Grund falsch und es geht wirklich nach unten. Aber andernfalls ist das die Bars Pattern, die wir jetzt verfolgen. Ja. Und auch hier seht ihr diesen kleinen Pullback hier. Ich hoffe, wir kriegen den. Wenn nicht, ja, dann bleibe ich halt bei meiner kleineren Position. Aber schaut fantastisch aus. Gut, das waren unsere Long Plays. Jetzt kommen wir zu zwei unserer Short Plays. Das erste ist Soundhound. Fürs Tracking hat sich noch nichts geändert. Ja. Ist auf meiner Liste als Short Play deklariert. Ich sage es nur. Soundhound IPO war sein kleines C. Runter zum M, T, V. Kleines High Low, sind aus dem Trend ausgebrochen, raufgelaufen über T zu unserem A, haben dann einen wunderschönen, fast wunderschönen 618 Pullback gemacht, sind dann über M gelaufen zu unserem B, haben hier einen 618 Pullback gemacht, sind raufgeschossen über ein neues Allzeit-High und sind hier wieder zurückgefallen. Haben ein großes Lower High gemacht und meiner Meinung nach sind wir hier, genau hier, am 4. Mai 2026 haben wir unseren Midpunkt. Ja, also unseren Midpoint. Ja. Dann haben wir diesen Midpoint hier schon eigentlich fast fertig, meiner Meinung nach. Wenn wir das Micro tracken, haben wir hier unser kleines C, kleines Lower High, sind wieder zu unserer Haupttrendlinie hier gekommen. Das war unser M, ja, fürs bearische Tracking und sind hier rejected. Das nächste, was ich erwarte von Soundhound,
ist ein ziemlich schneller Knife runter zu $3. Ja. Das wäre unser Bounce Target. Dann gehen wir wieder rauf. Ob wir wieder diese Trendlinie berühren oder nicht, werden wir sehen. Das wäre unser T. Und dann das nächste Knife. Das absolute Ziel dafür ist V&A. Das bedeutet 1,51. Für Levels in dem Moment, ja, wo wir hier drüber gehen, über $10, das ist unsere Nono-Linie für Puts, ja, für die bärische Aktion. Dasselbe, was wir bei den anderen Aktien für Bullish haben, ist das die Nono-Zone, weil wenn wir das raufgehen, dann stimmt was nicht. Dann geht das nicht runter. Selbe Geschichte, nur in die andere Richtung. Ja. Aber im Prinzip, ich bin noch immer bearish. Ich glaube nicht, dass es bankrott gehen wird. Ja, wir werden hier schon bouncen, aber ich habe eigentlich wirklich das Ziel. Ich habe noch keine Position. Ich suche gerade eigentlich eine gute. Aber mein Ziel ist 1,50. Dasselbe für HIMS. Hat sich auch nicht geändert, ja, vom Tracking vom letzten Mal. Meiner Meinung nach hat HIMS sein IPO angefangen in dem Run zu seinem Midpunkt. Runter zu T, runter zu Allzeit Low. Wunderschönes Higher Low. Dann über T gelaufen. Wunderschönes A, wunderschöner 0.5 Pullback. Nachher über B gelaufen, über M gelaufen und einen fast schönen 0.5 Pullback gemacht. Dann haben wir ein neues Allzeit Hoch gemacht. Perfekt. Runter, rauf, großes Lower High, runter, rauf und meiner Meinung nach war dieser Peak hier am 6. Juli 2026 unser Mitpunkt. Ja, und Micro getrackt, könnte man sagen, war das hier unser kleines C, unser kleines L und das wird gerade unser kleines M. Das hier, meiner Meinung nach, war die letzte Chance für HIMS, ich würde sagen, zu sagen, dass ich falsch liege, weil das war die Chance, hier drüber zu brechen und mich zu verarschen. Ja, weil hätten wir das gemacht, wären wir hier über $38 gegangen, wäre meine Short-Geschichte zu Ende gewesen. Da wir hier aber rejected sind, bin ich der Meinung, unser nächstes Ziel, und um diese die Nodo-Linie gehört eigentlich hier, das hier ist eigentlich die Confirmation-Linie, weil all das hier, wenn wir da drunter brechen, dann geht es eindeutig nach unten. Ja. Ich würde allerdings sagen, bearish wäre schon bei 24,29 keine finanzielle Bestätigung, Advice, weil ganz ehrlich, wenn ich euch sage, ja, wenn wir 13 brechen, dann gehen wir runter, das ist ein bisschen spät, das ist billig. Für mich wäre schon Bestätigung unter 24,29. Unser Ziel ist 9, ja, für den ersten Bounce. Dann könnten wir wieder auf diese Trendlinie hier treffen, das wäre bei 22. Unser Hauptziel, wie bei Soundhound, ist V&A und das bedeutet unter 5,65. Ja, ist vielleicht sogar besser als Soundhound, weil bei Soundhound spielen wir von 7 bis 1. Hier, wir sitzen gerade bei 28 und das erste Ziel wäre 9. Ist meiner Meinung nach schon ein besseres Spiel. Aber schaut fantastisch aus. Gut, und zum ganz Schluss machen wir ein klitzekleines Update zu Beyond, weil sich jetzt der Chart ja schon aktualisiert hat. Ja, und wie ihr gesehen habt, wir haben ungefähr, sind geöffnet bei 12. Ja, wie erwartet, auch das hier, die Zahlen, klarerweise ist ja nicht schwer, man rechnet einfach alles mal 30. Ja, das passt also jetzt perfekt. Ja, und wir sind heute 10% hinaufgelaufen bei 2 Millionen. Ihr müsst aber halt auch wirklich bedenken, wir sitzen halt noch immer bei 40 Cent Pre-Split. Ja. Und wie gesagt, meiner Meinung nach war das erst der Anfang. Ja. Also mein V-Ziel ist eigentlich hier unten. Ja. Zwischen $5 und $1. Könnte mich irren. Ja. Wo ich allerdings wirklich fix der Überzeugung bin, ja, aber wie gesagt, es ist kein finanzieller Advice,
Ich könnte mich auch irren, aber wegen diesen hohen Preiszielen, diese Seite von dieser Trendlinie, die existiert meiner Meinung nach für Beyond nicht mehr. Nur noch, was hier drunter liegt. All das hier oben. Ja. Warum? Naja, schaut mal. Unser nächstes A, Makro A, wäre bei 269. Unser B wäre bei 1288. Und unser Allzeithoch liegt bei 7000. Nee. Einfach nee. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass wir das nicht machen können. Noch einmal, habe ich im letzten Video schon erklärt. Aber wenn wir das machen, werden sie einen Forward Split machen. Ich sage es nur dazu. Dann können wir das machen, wenn sie so erfolgreich sind. Ja, hat GameStop auch gemacht. Ohne einen Forward Split. Nein. Was würde das bedeuten für Beyond? Wir werden runterkommen, wo auch immer. Wir werden einen Bounce bekommen. Wir werden es höchstwahrscheinlich auch irgendwann vielleicht sogar auf diese Trendlinie treffen. Aber wir werden dasselbe machen, was wir hier die letzten Jahre gemacht haben. Ja. Bis wir sterben oder einen Forward Split machen, also bis wir auf Null laufen oder einen Forward Split machen, ist das hier unsere Todeslinie. Da werden wir nicht drüber kommen. Ja. Fürs normale Tracking, ja, wenn wir einfach nur normal tracken wollen, wir suchen jetzt erst erstes mal unser Wie, ja, wo auch immer das sein wird. Ja. Sagen wir 5. Ja. Dann ein kleines Higher Low. Und dann müssten wir das große Higher Low anfangen. Ja. Zeitmäßig müssen wir schauen. Ja. Option Chain gibt es derzeit nicht. Die wird ein bisschen dauern. Volume ist klarerweise auch nicht da. Was normal ist nach einem Reverse Split. Wir haben heute was? Wir hatten heute 3 Millionen. Ja, das ist nix. Ja, ist eine Schande. Ja. Aber leider das perfekte Beispiel, was passiert, wenn wir die No-No-Linie brechen. Ja, es wird kacke. Allerdings, ich muss halt auch dazu sagen, für jeden kein finanzieller Advice. Für jeden, der halten will, ja, das höchste der Gefühle ist meiner Meinung nach irgendwas in den nächsten Jahren bei $60. Ja. Nur um das klarzustellen, $60 werden halt vor Pre-Split sind das halt $2. Ja, das. Nur, wie gesagt, also ich bin der Meinung, das ist erst der Anfang. Ja. Warum bin ich der Meinung? Perfektes Beispiel ist halt zum Beispiel FFEI. Ja. Ihr seht, was wir gemacht haben. Das hier ist unser Makro-T. Ja. Und hier haben wir gebrochen. Und seitdem sind wir 97% runtergeknallt. Und auch FFEI hat hier einen Reverse Split gemacht. Hier. Und auch FFEI ist nach dem Reverse Split noch immer 66% runtergeknallt. Ja. Wenn es das überhaupt war. Ja. Und wie gesagt, FFEI ist auch das perfekte Beispiel dafür. Meiner Meinung nach ist all das unerreichbar. FFEI wird unter dieser grünen Linie bleiben. Für immer, bis es bei 0 ist. Und vielleicht noch ein Reverse Split noch. Aber es ändert nichts. Ja. Leider, leider. Es hat gut ausgeschaut. Wir hatten gute News. Wir hatten gute Earnings. Aber hat das Fractal nicht interessiert. Gut, das war jetzt das ewig lange neue Roadmap-Video 3.0. Hat ja auch 1 Stunde 30 gedauert. Ich darf das Ganze jetzt auch noch auf Englisch machen. Wie immer,
Playlist hier. Tutorial-Video hier. Wenn es euch gefallen hat, gebt es mir ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt es mir ein Abo. Und lassen wir uns überraschen, was nächste Woche passiert. Wir sehen uns.